Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von MakerMouths und heute nähen wir zusammen die Flaschentasche Walking. Das Schnittmuster und die Nähanleitung findest du in meinem Shop, den ich dir unten in der Infobox verlinke. Starten wir los. MakerMouths Sewing. Nähen mit der Maus. Die Flaschentasche Walking ist der ideale Begleiter, wenn es ums Wandern, Spazieren, Laufen oder Fahrradfahren geht. Der Kordelzug hält die Trinkflasche sicher in der Tasche und wird durch die Polsterung vor Kratzern und Dellen geschützt. Die Reißverschlusstasche ist für das Smartphone oder einen Geldbeutel gedacht. Der Karabiner in der Tasche verstaut den Schlüssel und ist sofort griffbereit. Ein zusätzliches Fach vorne, das optional mit Klettverschluss oder Druckknopf geschlossen wird, sorgt für einen weiteren Stauraum. Im Schnittmuster werden zwei verschiedene Tragemöglichkeiten angeboten, mit gepolsterten Schulterträgern oder als Gürteltasche. Benötigtes Material. Als Grundmaterial für die Außentasche empfehle ich euch zum Beispiel Kunstleder, Kork, Canvas, Outdoorstoff oder Softshell. Für die Innentasche könnt ihr Baumwollwebware nehmen. Für den Kordelzug könnt ihr ebenfalls Baumwollwebware oder Jersey verwenden. Ich habe in meinem Beispiel jetzt Softshell verwendet. Dieser Stoff ist aber nicht so einfach zu vernähen. Ich würde euch einen einfacheren Stoff empfehlen. Die Nahtzugaben sind im Schnittmuster bereits inbegriffen. Ich habe schon mal alle Teile vorbereitet. Zeichnet euch bei allen Teilen die Knipse und Markierungen ein. Für die Flaschentasche braucht ihr die Teile F zweimal aus Außenstoff und zweimal aus Schaumstoff. Wenn sich der Schaumstoff nicht aufbügeln lässt, wie in meinem Fall, könnt ihr diesen einfach einmal außen herum knappkantig annähen. Das Teil I braucht ihr einmal aus Innenstoff, das Teil H einmal aus Außenstoff und den Boden G aus Außenstoff mit Schaumstoff und aus Innenstoff. Ansonsten empfehle ich euch, diesen ohne Nahtzugabe zuzuschneiden und aufzubügeln. Ist dein Stoff sehr starr oder dick, würde ich eher Volumenvlies statt Schaumstoff verwenden. Für die Handytasche braucht ihr die Teile D, E und A jeweils aus Außenstoff mit Schaumstoff und aus Innenstoff. Die Teile B und C benötigt ihr aus Innen- und Außenstoff. Je nach Stoffdicke könnt ihr noch Vlies auf die beiden Teile bügeln. Entscheidet ihr euch für die Trägervariante, benötigt ihr noch die Schulterpolsterteile J und K, jeweils zweimal aus Außenstoff und einmal aus Schaumstoff. Außerdem braucht ihr noch 3 Karabiner, 2 D-Ringe oder Vierkantringe, eine Kordel, einen Kordelstopper, Gurtband oder ihr macht euch selber Gurtband. Wie das geht, könnt ihr euch im eingeblendeten Video anschauen. Außerdem benötigt ihr noch einen Reißverschluss. Für die Trägervariante benötigt ihr einen Schieber oder eine Gürtelschnalle für die Gurtvariante und Schrägband. Wenn du wissen willst, wie man dieses selber macht, schau dir gern das eingeblendete Video an. Außerdem braucht ihr noch Klettband oder einen Druckknopf für die Tasche. Nähanleitung. Steckt die Teile B rechts auf rechts an der oberen Kante zusammen und näht sie mit 0,7 cm Nahtzugabe fest. Bügelt die Nahtzugaben auseinander. Wenn du dich für ein Klettband entscheidest, kannst du dieses jetzt auf den Außenstoff annähen oder erst später. Der Vorteil jetzt ist, dass man diesen später nicht sieht. Die Variante mit der Naht innen ist aber etwas stabiler, da dort beide Lagen zusammengenäht werden. Falls du einen Plastikdruckknopf verwenden willst, wird dieser später angebracht. Wendet das Teil B auf rechts und steckt es an der oberen Kante zusammen. Liegt die Kante nicht flach da, könnt ihr nochmal darüber bügeln.
Näht die Gerade knappkantig zusammen. Wenn du das Klettband vorher nicht angenäht hast, kannst du es jetzt machen. Lege die Teile A links aufeinander und das Teil B unten bündig an das Teil A. Die beiden Außenseiten schauen dich dabei an. Steck die Teile zusammen. Näht sie knappkantig an. Wenn du dich für ein Klettband entscheidest, sollte dieses jetzt an das Innenfutter von Teil C angebracht werden. Ich klebe mir das Klettband mit doppelseitigem Klebeband an der Markierung fest und nähe es an. Falls du einen Plastikdruckknopf verwenden willst, wird dieser später angebracht. Steck die Teile C rechts auf rechts an der Rundung fest und näht sie mit 0,7 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegelt dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Nähe hier langsam und sauber und hebe auch gerne dazu das Füßchen. Schneide die Nahtzugaben zurück und an den Rundungen ein. Wendet das Teil C auf rechts und formt die Ecken schön aus. Bieg die Nahtzugaben an der Geraden nach innen und nähe einmal knappkantig außen herum. Gegebenenfalls hilft dir je nach Stoffart das Bügeleisen dabei. Steck die Taschenklappe C mittig links auf rechts an der Markierung von Außenteil A. Näht es auf der vorhandenen Naht von Teil C an. Verriegelt dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Wenn du dich für einen Plastikdruckknopf entschieden hast, wird dieser jetzt befestigt. Eine ausführliche Anleitung dazu findest du im eingeblendeten Video. Jetzt stecken wir den Reißverschluss rechts auf eine lange Seite von Teil D aus Außenstoff. Da mein Reißverschluss etwas zu groß ist,
steht dir rechts über. Das macht aber nichts, denn dieser wird später einfach abgeschnitten. Nähe den Reißverschluss mit 0,7 cm Nahtzugabe an. Verwende dafür einen Reißverschlussnähfuß. Steckt das Teil D aus Innenstoff bündig rechts auf rechts an das Teil D aus Außenstoff, sodass der Reißverschluss dazwischen liegt. Näht das Innenteil an. Beim Nähen liegt der Außenstoff oben, damit du genau auf dieser Naht nähen kannst. Biege die beiden Teile D aus Innen- und Außenstoff nach außen. So liegen die schönen Seiten außen. Wenn dir das zu dick ist, könntest du noch etwas die Nahtzugabe zurückschneiden. Stecke die Teile bündig aufeinander und steppe einmal außen herum. Kürze den Reißverschluss, falls er bei dir auch übersteht, und nähe am Ende ein paar Mal darüber, damit dieser nicht mehr ausgefädelt werden kann. Nähe die Teile E rechts auf rechts an einer langen Seite zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Lege das Reißverschlussteil D bündig so weit wie möglich an die Naht E und stecke es fest. Dabei liegen die Außenseiten von Teil D und E zusammen. Nähe die Teile D und E an den beiden Seiten mit 0,7 cm Nahtzugabe zusammen. Kürze die Nahtzugaben an den Ecken. Dann wendest du den Stoffring auf rechts und steckst dir die Teile E bündig aufeinander. Steppe die Teile E knappkantig zusammen.
Jetzt steckst du den Stoffring auf die Handytaschenfront. Dabei liegen die Außenseiten aufeinander. Die mittigen Knipse oben und unten sollten genau aufeinandertreffen, sowie die Markierungen der langen Seiten des Teil A's genau auf die Naht des Reißverschlusses treffen sollte. Stecke dann als nächstes die Geraden zusammen. Schneide die geraden Stellen, die an die Rundung gesteckt werden sollen, in gleichen Abständen bis kurz vor die Nahtzugabe ein. Achte dabei darauf, dass nur innerhalb der Nahtzugabe eingeschnitten wird. Durch die Einschnitte lässt sich der Stoff schön um die Rundung legen. Nähe die Teile knappkantig zusammen. Beim Nähen liegt der Stoffring oben, damit gegebenenfalls noch nachjustiert werden kann. Benötigst du eine ausführliche Hilfe für das Nähen von Rundungen, schau dir gerne das eingeblendete Video dazu an. Nun wird die Tasche innen umsäumt. Dazu faltest du das Schrägband auseinander und steckst es mit der rechten Seite nach unten an einer beliebigen beginnenden Stelle bündig an den Innenstoff an die Kante. Der Anfang vom Schrägband muss dabei eingeklappt werden. Am Schrägbandende angekommen, schneidest du das Ende so ab, dass es etwas übersteht. Eine ausführliche Anleitung zum Annähen von Schrägband kannst du dir in meinem Schrägband-Annähen-Video anschauen. Klappe nun das halb angenähte Schrägband nach innen und stecke es fest. Nähe auch diese Seite an. Wende dann die Tasche nach innen und forme die Ecken schön aus. Biege dir jetzt das Gurtband für den Karabiner so hin, dass die Enden aufeinander treffen. Ich befestige sie hier mit doppelseitigem Klebeband. Stecke dir das Gurtband mit den Enden nach unten auf die Markierung auf die rechte Seite von Teil F. Nähe über die Enden ein Quadrat. Somit sind diese verschlossen. Nähe das Quadrat aber nicht bis zum Karabiner, da sich dieser dann nicht mehr bewegen kann. Stecke jetzt die Handytasche auf die Markierung von Teil F und nähe einmal außen herum. Da ich hier mit Softshell arbeite, kann ich hier leider nur am Reißverschluss mit Nadeln arbeiten. Deshalb versuche ich den Rest mit großen Klammern und mit Augenmaß möglichst sauber alles anzustecken und zu nähen. Hast du alles festgesteckt, nähst du einmal außen herum. Falte die beiden Gurtbänder für die D-Ringe oder Vierkantringe mittig und fädle das Metallteil auf. Stecke die Gurtbänder an die Markierung von Teil F
und nähe sie knappkantig mit ein paar Stichen vor und zurück an. Als nächstes werden die Teile F rechts auf rechts an der langen Kante zusammengesteckt und mit 0,7 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Nähe gerne an der Stelle mit dem D-Ring ein paar Mal hin und her für mehr Stabilität und verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Stecke das Bodenteil G aus Außenstoff rechts auf rechts an das Teil F. Die Knipse vom Bodenteil C müssen beim Zusammenstecken genau auf die Knipse und die Seitennähte von Teil F treffen. Schneide dir die Geraden, die an die Rundung gesteckt werden sollen, in gleichmäßigen Abständen ein. Achte darauf, dass sie nicht so tief eingeschnitten werden wie die Nahtzugaben. Durch die Einschnitte lässt sich die Gerade schön um die Rundung legen. Nähe die Teile mit 0,7 cm Nahtzugabe zusammen. Beim Nähen liegt das Teil F oben, damit gegebenenfalls noch nachjustiert werden kann. Wende das Teil auf rechts und forme die Ecken schön aus. Falte das Teil I rechts auf rechts an der kurzen Kante zusammen und stecke es fest. Nähe es mit 0,7 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Bügle die Nahtzugaben auseinander. Stecke das Bodenteil G aus Innenstoff rechts auf das Teil I, genauso wie bei der Außenseite. Und nähe es mit 0,7 cm Nahtzugabe zusammen. Falte das Kordelzugteil H rechts auf rechts an der kurzen Seite zusammen. Zeichne dir, falls noch nicht vorhanden, die Markierung für die Öffnung ein. Nähe mit 0,7 cm Nahtzugabe
vom Rand zur Markierung und von der zweiten Markierung bis zum anderen Ende. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. In der Mitte entsteht eine Öffnung. Bügle die Nahtzugaben auseinander und wende den Schlauch auf rechts. Nähe ein Rechteck um die Öffnung. Dadurch wird die Nahtzugabe festgenäht. Lege das Teil H links auf links bündig zusammen, so dass der Schlauch halbiert wird und stecke dir die offenen Kanten zusammen. Jetzt nähst du den Tunnel. Nähe dafür bei ca. 2 cm vom Rand weg einen Kordeltunnel einmal außen herum. Achte beim Nähen darauf, dass du den darunterliegenden Stoff nicht mit annähst. Jetzt kannst du die Kordel einziehen. Mache dafür auf einer Seite einen Knoten und ziehe die Kordel durch den Kordelstopper. Die andere Seite ziehst du mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch den Tunnel und fädelst sie dann ebenfalls durch den Kordelstopper und machst einen weiteren Knoten. Stecke die Innentasche links auf links in die Außentasche. Stecke dann auch den Kordelzug H in die Innentasche. Die Öffnung sollte dabei an der vorderen Mitte sein. Stecke die Teile erst an den Knipsen zusammen und dann den Rest. Nähe einmal knappkantig außen herum. Nun wird die Tasche noch mit Schrägband umsäumt. Stecke und nähe das Schrägband genauso an wie in den vorherigen Schritten beschrieben. Dann ist die eigentliche Tasche fertig. Jetzt werden noch die Taschenträger mit Schulterpolster oder ein Gürtel genäht. Für die Schulterpolster legst du das Innenteil J links auf das Außenteil J, sodass die schönen Seiten nach außen schauen, und fasse es an den kurzen Seiten mit Schrägband ein. Als nächstes steckst du das Innenteil K links auf das Außenteil K, sodass die schönen Seiten nach außen schauen, und darauf mittig das Teil J. Nähe es knappkantig zusammen.
Fasse das Schulterpolster mit Schrägband ein. Fädle das Schulterpolster auf den Taschenträger. Eine Sicherheitsnadel kann dir dabei helfen. Die restlichen Schritte zum Nähen von Taschenträgern kannst du dir gerne im verlinkten Video anschauen. Für die Variante mit Gurtband fädelst du einen Karabiner auf das Band und schlagst das Ende zweimal um. Nähe den Karabiner fest. Das gleiche machst du mit der Gurtschnalle. Um die Länge des Gurtbandes herauszufinden, hängst du den Karabiner an die Tasche und hängst sie dir dorthin, wo du sie tragen willst. Die Schnalle soll dabei an der Hosenmitte liegen. Auf das restliche Gurtband nähst du jetzt den zweiten Karabiner. Fädle die Schnalle auf das Gurtband. Jetzt kannst du auf die gleiche Weise die Länge des Gurtbandes herausfinden. Schneide das Band auf die gewünschte Länge ab oder versäubere dir das Stoffende. Fertig ist die Flaschentasche Walking. Wenn dir das Video gefallen hat, schau dir gerne noch meine anderen Videos an. Tschüss und bis bald!